Und wir mussten das Spiel gewinnen immer. Das ist sehr wichtig. Es ist egal, was wir in der Saison machen, aber das Derby musste gewinnen. Ja, es ist besonders. Ja, ich habe nicht gemacht. Ich habe nicht gemacht vorher. Weil ich habe nicht gedacht auch. Und dann die Leute, die Club, die sagen zu mir, sehr wichtig, diese Derby. Oh, okay. Die legendären Derbys. So ein Stadtderby hat schon was und es war immer eine besondere Stimmung und auch ein besonderer Kampf und auch wirklich besondere Spiele. Die Stadt war angeheizt, das Stadion war aufgeheizt. Man hat sich halt schon sehr darauf gefreut immer. Es ist halt immer wichtig, wenn du so natürlich 2-0 zurückliegst, den Anschluss herzustellen mit einem 2-1. Und dann wirst du, die andere Mannschaft fängt an zu denken und du kriegst natürlich ein bisschen Oberwasser und versuchst halt die Spiele zu drehen. Natürlich ein moralischer Punkt, direkt in die Halbzeit zu gehen, bist mit 2-1 dran. Ne? Das, was ich gerade gesagt habe, du willst im Spiel zurückkommen, einen Anschluss herstellen, machst es kurz vor der Halbzeit, gehst rein, gehst mit Euphorie in die Halbzeit. Aber möchtest eigentlich so schnell wie möglich, dass die Pause vorbei ist, weil du ja gerade in diesem Flow bist. Das war mein erstes Jahr in München und ich bin eigentlich eher im ersten Jahr von der Bank gekommen, weil wir einen sehr guten Sturm hatten und ich als junger Spieler aus Rapid Wien gekommen bin und erstmal mich beweisen musste. Und natürlich wollte ich mich in jedem Spiel beweisen. Und natürlich ist ein Derby natürlich eine Riesenchance. Und natürlich möchte man das Siegtor schießen. Jörg Böhme mit einem riesen Solo und dann mit einem Schuss in die lange Ecke. Weil ich kann mich noch so gut, daran kann ich mich sehr gut erinnern, weil er irgendwann, waren dann zusammen Nationalmannschaften, er hat zu mir gesagt, da hast du mir einen richtig schönen Bock gemacht, weil ich habe mit so einem geilen Tor uns in Führung gebracht. Und natürlich wäre das dann noch größer geworden als das, was es eh schon war. Auch mein erstes Tor für den FC Bayern müsste ich, und auch erste Derby-Tor natürlich, was natürlich ein großartiges Gefühl war. Die Stimmung ist richtig übergeschwappt, es war richtig laut. Wir waren ja ein Mann weniger. Und haben dann auch mit ein bisschen Glück das 3-3 gemacht. Es kam ein langer Ball in den Strafraum rein und dann habe ich ganz gut abgeblockt und dann hinten lang in die Ecke. Ja, auch mit dem ersten Tor von den FC Bayern natürlich Emotion pur bei mir. Wir haben schon richtig geile und laute Abende im Olympiastadion erlebt. Und wir sind ja auch meistens oder eigentlich sind wir immer als Favorit in die Derbys gegangen. Und es war dann auch manchmal schwierig und es waren sehr viele Karten und auch manchmal hitzige Duelle. Aber das gehört zu einem Derby dazu. Jeder Derby, glaube ich, ist ein wichtiges Spiel noch in der Stadt, in Bayern. So wie ein sächsisches Spiel für uns war immer etwas Besonderes. Seit ich hier bin, sächsisch Bayern, das ist das Derby. Freistoß für die Bayern-Spezialist Mehmet Scholl nimmt Maß und zirkelt die Kugel perfekt ins Tor. Ein herrlicher Treffer des Bayern-Spielmachers. Besser geht es nicht. Super Tor, ne? Über die Mauer und dann, wie der immer macht. Pizarro und dann das nächste Kabinettstückchen von Mehmet Scholl, 2:0. Wir hatten sehr große Innenverteidigern, körperliche stark und so. Aber wir waren auch gut genug. Wir waren sehr gut und damals, ich glaube, wir waren zweimal Meister. Die Jahr, das haben wir gegen den gespielt. 3:0, 73. Minute. Aber wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung in Derby, weil ich habe immer gewonnen. Nur einmal unentschieden gespielt. Und ja, ich habe ein Tor gemacht. Präzise die Flanke. Pizarro das 4:0 in überragender Manier. Ich habe immer mich sehr motiviert für Derby. Da habe ich versucht, immer Tore zu machen natürlich. Und ja, an dem Tag oder an dem Spiel haben wir schon ein paar Tore gemacht und das war ein sensationelles Gefühl. Nach starker Vorbereitung von Sebastian Deißler war das 5:0 eine leichte Pflichtübung für Mehmet Scholl. 5:0 in einem Derby ist immer was Besonderes. Beide Mannschaften werden das Spiel versuchen zu gewinnen. Es wird ein schönes Spiel, hoffentlich das Stadion wird voll und ja, ich glaube, für die ganzen Leute, die ins Stadion gehen, wird ein super Gefühl und natürlich für uns auch. Und wird ein geiles Spiel, weil wir wollen das Spiel natürlich gewinnen. Habe ich gesagt, ich habe ein gutes Rekord bis jetzt und ich hoffe, ich kann das immer noch halten. Ich war auf der Bank. Ja, ich war auf der Bank, dieses Spiel. Einfach. Warum? Weiß nicht. Hat mir gefallen. Ja, war Trainer. Genau, wenn gesagt, ja, auf die Bank. Okay.
Weil es nicht so wie, ich wollte wechseln so. Und dann, ich kam rein, das Spiel, für so 10 Minuten, 15 Minuten, ich weiß nicht richtig mehr. Und dann, ich habe gemacht Stress für alles. Für rote Karte, diese Elfmeter. Das ist wegen Ottmar Hitzfeld, er hat gemacht Absicht. Ich brauche nicht nur 15 Minuten, Frank. Und dann vorbei, rote Karte, Stress, für diese Spieler, für 60. Und dann die Elfmeter, ich schieße, ich mache Tor wieder, ich mache diese Panetka. Na, war top, war ein schöner Moment, ja. Und dann, aber war ein geiles Spiel auch. Das war nicht einfach. Und dann war das Tor aber schön. Und dann ich mache verrückt, gehe in diese Ecke, feiere mit diesen Fans. Und dann mach so, ich bin alleine, was ist passiert? Und dann muss wieder diese Elfmeter. Und Ribéry wird ein zweites Mal antreten. Entscheidung vertagt. 120 Minuten gespielt und noch 1,30 extra. Ribéry. Und jetzt ist er drin. 120 Minuten, schack! Der FC Bayern München führt mit 1:0 in der Verlängerung. In der allerletzten Spielminute der Verlängerung. Franck Ribéry ist der Matchwinner. War schön, war schön.